Namaste. So once again we are here with another topic of Ayurveda. Und wir sind wieder hier mit einem anderen Thema aus dem Ayurveda. And today we are going to talk regarding the Ayurveda for thyroid disorders, yeah, or how we can help for our thyroid, yes. Und heute geht es um das Thema Ayurveda und Schilddrüse. Wie können wir mit dem Ayurveda bei Schilddrüsenerkrankungen helfen? Yeah, and especially here in Deutschland, many people they have a problem with thyroid. Und vor allem hier in Deutschland haben viele Menschen Probleme mit der Schilddrüse. Yeah, so we are going to talk regarding that, and then if you have any question, please write your question in the chat. Darüber werden wir heute sprechen und wenn ihr irgendwelche Fragen habt, dann schreibt diese gerne in den Chat. Yeah, and then if you have also any questions, you can ask me question in the okay. Und wenn du Fragen hast, kannst du auch gerne fragen. Yeah, so I will answer your question at last. Und zum Schluss werde ich die Fragen dann beantworten. Yeah, so before going in detail, what we need to understand, what is why many people here in Germany, in Deutschland, they have this problem with thyroid, yeah? Und bevor wir anfangen, erklären wir nochmal, wieso viele Menschen in Deutschland eben diese Probleme mit der Schilddrüse haben. Yeah, so once we know the reason, then we can find the solution. Denn wenn wir erstmal den Grund gefunden haben, dann können wir an der Lösung arbeiten. So the first thing which we have to understand that this Schilddrüse, yeah, this thyroid, it has a very deep connection with our liver. Yeah, so they are always connected, the thyroid and liver. Was wir zunächst einmal verstehen müssen, ist, dass die Schilddrüse eine sehr zentrale Verbindung zur Leber hat. Also diese beiden Organe des Körpers sind sehr, sehr stark miteinander verknüpft. Yeah, and both of these organs, as per Ayurveda, this our thyroid, Schilddrüse, and our liver. Both of them, together with the gallbladder, yeah, both of them are pitta organ, pitta structure, yeah. Und im Ayurveda sind beides Schilddrüse, Leber, aber auch die Gallenblase dem Pitta zugeordnet. Yeah, pitta means they are the fiery organ, which are responsible for our metabolism. Yeah, all kind of the metabolism which is happening on the cellular level and also here in this magen. Damit ist gemeint, dass eben das Feuerelement vorherrschend ist für diese Organe, dass es um den Stoffwechsel dabei geht, die Verdauung. Yeah, that's why we also say that, okay, we need a good or a healthy thyroid to have a good metabolism in our cellular level. Deswegen wird ja auch gesagt, dass man eine gute Schilddrüse braucht, damit der Stoffwechsel auch auf zellulärer Ebene gut funktionieren kann. Yeah, so from this combination, one thing is very clear, that if any person who has an unhealthy liver, that person will have also more problem with thyroid. That means here in Germany, people they have many people they have also trouble with their liver and gall. Und dahingehend muss man auch feststellen, dass viele Menschen, die Probleme mit der Leber haben, auch Probleme mit der Schilddrüse haben. Und wenn eben die Menschen hier in Deutschland Probleme mit der Leber haben, teilweise auch mit der Gallenblase. Yeah, and the reason for that is that this liver is also known as a detoxifying organ, means like where whatever we eat, whatever we drink, everything goes over there. And if there is any toxin present over this food or this drink, then liver is the organ which is going to detoxify it, yeah? Und dabei müssen wir beachten, dass die Leber eben eine stark entgiftende Funktion im Körper hat. Das heißt, alles, was durch uns durchgeht, alles, was wir aufnehmen an Essen, Trinken, das wird alles von der Leber, entgiftet, verarbeitet. Und alle Toxine, die dabei herausgefiltert werden, können eben die Leber auch belasten. Yeah, so if liver is not healthy, then it cannot do that function. And same time, it also the connection between the liver and the thyroid, because a healthy liver is also necessary for a healthy thyroid function. So when liver is unhealthy, then thyroid's function will also get hampered. Und dadurch, wenn dann die Leber überlastet ist, wenn die Leber nicht mehr richtig funktioniert, dann kann auch diese Verbindung zwischen Leber und Schilddrüse nicht mehr richtig
Funken und dadurch wird auch die Schilddrüse überlastet und dann funktioniert die Schilddrüse auch nicht mehr richtig. Yeah, because this liver helped this thyroid to activate these hormones which are coming, from the there is thyroxine, like T3 form. So it helps this thyroid hormones to come into the active form. Die Leber hilft vor allem der Schilddrüse dabei, eben die Hormone wie zum Beispiel das Thyroxin oder das T3 in eine aktive Form umzuwandeln. Und wenn die Leber diese Aufgabe nicht mehr erfüllen kann, dann funktioniert eben das Hormonsystem auch nicht mehr. Yeah. So anything which makes this liver unhealthy, that will also affect our liver, our thyroid. Also alles, was die Leber ungesund macht, wird auch unsere Schilddrüse betreffen. So number one things for that is anything which has more estrogen. Yeah. So any kind of either it's a food or either it's a kind of drink which has more estrogen in it or which brings more estrogen in your body, that also affects the health of the liver and ultimately it affects the health of our thyroid. Deswegen muss man aufpassen bei stark östrogenhaltigen Speisen, da diese die Leber beeinflussen können, teilweise auch negativ und deswegen mitunter auch die Schilddrüse. Yeah, so what I see here generally in Germany, that especially in the woman, this is very very peculiar here. That if when this period starts, in teenage time period, maybe is some girl around 12, 13, and if they have some problem, they go to a gynecologist and start taking these anti-baby pills, and they take it for a long time, Short term, maybe they need it, but like taking from that time to long time period, many person's body, they cannot adjust it with this. And then from that time, this imbalance started. So taking this anti-baby pill for long time also causes this problem in our body, this imbalance in our hormone. Und was ich eben in Deutschland oft beobachtet habe, was mir aufgefallen ist, dass bei der ersten Periode schon den jungen Mädchen, die teilweise 13 Jahre alt sind, die Antibabypille verschrieben wird. Und diese Antibabypille wird für eine längere Zeit verschrieben, also für mehrere Jahre, obwohl man sie vielleicht nur hätte ein paar Monate oder nur ein Jahr nehmen sollen. Und dadurch wird eben das Hormonsystem von Anfang an aus dem Gleichgewicht gebracht. Yeah, so the best would be like, okay, if somebody needs it for the short term just to regulate the periods, that is okay, but not for like a long time, because then it has some person, because every individual is a separate entity, yeah? So not every person is same. Every person's body is reacting differently. Maybe for some person it doesn't make any difference, but as every person's, we have different genetic pattern, so we also react differently. That's why many people, they do not able to adjust with this anti-baby pills taking for a long time, and they start having the problem with their thyroid hormone. Yeah? Und zwar ist das so, dass manche vielleicht die Pille brauchen für eine ganz kurze Zeit, für ein paar Monate, um eben die Periode zu regulieren. Aber ich würde das nicht empfehlen für die meisten, da jede Person auch wirklich unterschiedlich ist. Jede Person hat ihr eigenes genetisches Dasein. Und für manche Menschen ist das so, dass es ihnen nichts ausmacht, jahrelang die Pille zu nehmen, aber für viele eben schon. Und dadurch wird dann über das Hormongleichgewicht auch die Schilddrüse beeinflusst. Yeah, and the second thing would be, so the estrogen is one cause for that. That's why normally it is not seen that the man has the problem with thyroid. I have seen very few or maybe almost nil, like not a single person so far who has this problem here in Deutschland. But mostly it's a woman. So this is totally understandable that this thyroid hormones problem, either it's a Hashimoto or either it's a hypothyroidism or a hyper, like too much this hormone. Both of them are mostly, they are related with this woman and they are related with their hormone, that is a estrogen. Und dadurch kann man auch sehen, dass eben diese Schilddrüsenprobleme viel mit dem Östrogen zu tun haben, zumindest in Deutschland. Denn ich habe meistens Frauen beobachtet, die diese Probleme haben. Bei Männern kommt das nicht so häufig vor. Gerade bei Hashimoto oder Unterfunktion, aber auch Überfunktion sind eben Frauen betroffen. Und deswegen kann man davon ausgehen, dass das Östrogen eine zentrale Rolle spielt.
Yeah, so we need to look for the balance, yeah? Like how long a person needs this anti-baby pill and when to stop it. We need to find a solution for that, not like for the long time without any proper understanding. Deswegen brauchen wir die Balance. Wir müssen wirklich für jede Person individuell herausfinden, wie lange jemand die Antibabypille nehmen sollte, weil nicht jeder sie eben über einen langen Zeitraum verträgt. Yeah, and second thing is any kind of alcohol products. We know already that these alcohol products, either if people here are drinking the beer also, it also affects, it has also some percentage of alcohol. So how much percentage of alcohol is going in your blood? How much percentage of alcohol is going in your liver? You know, because that is also affecting the liver. So those people who are drinking regularly this beer or this alcohol product, it is also affecting your liver, making it more fatty changes. Many people have these fatty changes in liver. So liver, when the liver started like under function, then it is also affecting our thyroid, you know. So this connection. Genau, und dann muss man eben auf der anderen Seite auch den Alkoholkonsum ins Auge fassen, dass vielleicht manche Menschen eben mehr Alkohol vertragen als andere, wie viel Prozent Alkohol man auch zu sich nimmt, da der Alkohol wirklich auf die Leber schlagen kann, eine Fettleber auch verursachen kann und durch die Fettleber kann es auch zu Problemen der Schilddrüse kommen. Yeah, and the third thing will be, which is also very important, which is mentioned in Ayurveda, is water. So what kind of water? Normally it is mentioned in Ayurveda like when a water which is coming from on the base of any kind of, you can say, the mountains, you know, or some kind of Alps. So if the water is coming from there, that water can also cause this kind of problem with the thyroid. It is mentioned in Ayurveda. So because Germany or in the Europe, they are in a near to the North Pole, yeah. So that is a specific altitude. That can be also one reason that people have more trouble, and it's together with this estrogen thing that they can have more problem related with this thyroid. Und im Ayurveda sagt man auch, dass die Art des Wassers, die Herkunft des Wassers sich ebenfalls auf die Leber niederschlagen kann. Zum Beispiel, wenn das Wasser aus der Erde, aus den Bergen gepumpt wird, kann das eine Wirkung zeigen. Und da wir hier in Deutschland näher am Nordpol sind als zum Beispiel in Indien, zusammen mit dem Östrogen, kann das eben in Wechselwirkung zu diesen Problemen führen. Yeah, so the best solution for this water is very easy, that you have to just boil this water. So I think here in complete reason, in Europe, or especially in Deutschland, if we talk about the Deutschland perspective, best thing how you can clean or make it lighter for your Verdauung system is to boil your water. Like how much water you drink per day, 2 liters or 3 liters, boil your water in the morning and keep this, bring with you wherever you go and drink this water. Und eine ganz einfache Lösung dafür ist, das einfach das Wasser abzukochen. Gerade für Deutschland kannst du dir das ganz einfach selber machen, indem du einfach am Morgen entscheidest, wie viel möchte ich heute trinken, entweder 2 oder 3 Liter, je nachdem, wie viel du eben trinkst und dass du das abkochst, mitnimmst und dann den Tag über verteilt trinkst. Yeah, and then also if somebody is consuming a lot of alcohol beverages, then they should also stop it, you know, also make it minimal. When they want to have a good function of the thyroid, then definitely they should stop it. Und auch mit dem Alkohol musst du dir eben darüber klar werden, dass es besser wäre, den Alkohol zu reduzieren, gerade wenn du Probleme mit der Schilddrüsen hast, vielleicht auch ganz aufzuhören. Yeah, and a kind of a food which is mostly the pitta balancing, together with that a kapha balancing. So I would say a pitta and kapha balancing diet. Yeah. So in Ayurveda we have these 3 doshas, vata, pitta, and kapha. So my recommendation will be a pitta balancing and a kapha balancing diet would be good for the function of the thyroid, together with that of the liver, especially for the thyroid, pitta, and kapha balancing diet. Und was auch noch gut ist für die Leber und vor allem für die Schilddrüse, ist eine Diät, die eben Pitta und Kapha in Balance bringt. Also Pitta das Feuer und Kapha die Erde. Yeah. So why kapha? Because many people here, they have also knoten. Yeah, they have nodules in this thyroid. So when it is a nodular thyroiditis, that it means like there is a nodules. It is getting bigger and bigger.
in that cases, we have to use the kapha balancing diet. This kapha energy we have to balance. Und das Kapha, weil eben auch viele Menschen Zysten ausbilden oder Knoten in der Schilddrüse. Und da kann es helfen, das Kapha zu reduzieren und damit vielleicht auch eine vergrößerte Schilddrüse zu reduzieren. Yeah, and then because as there is a connection between this Schilddrüse and the liver, so definitely if our liver is clean, okay, vielleicht a person has taken a lot of anti-baby pills, lot of estrogen or the hormones, or also drinking a lot of alcohol, and because or beer in past, and because of that the person's liver is totally fatty liver, changes a lot of problem. Then you have to clean the liver. So any kind of treatment which can, or the behind lung, which can, or the Kreuter, which can clean the livers. So we need to do that. So to clean the liver, and ultimately when the liver is clean, then it will also affect our thyroid. Und was zunächst mal ganz wichtig ist, ist es eben die Leber zu säubern, also zu reinigen von all den Östrogenen, von dem Alkohol oder von vielleicht anderen Toxinen, die sich dort angesammelt haben, mit Hilfe von ayurvedischen Kräutern zum Beispiel. Yeah, so in Ayurveda we have this Virechana. Virechana is eine Reinigungsprozess, yeah, which is specially for the liver. So Virechana can be done to just get rid of the toxins from the liver, and ultimately this, when the liver clean, it will help our thyroid. Und dann gibt es eine ayurvedische Praktik namens Virechana, die man eben anwenden kann, um vor allem die Leber zu reinigen. Und wenn dann die Leber gereinigt ist, dann hat das in der Regel schon eine positive Auswirkung auf die Schilddrüse. Yeah, this Virechana is Abfuran, yeah, that is Abfuran practice. Abfuran. Abführen. Yeah, this is Abfuran. So, and together with that, there are many many Kreuters which can be very helpful for the liver. For example, this is Bhumamlaki. So Bhumamlaki is also, as we know in Ayurveda, is Amlaki. Similarly, Bhuamlaki. Bhumamlaki is also a besonder Kreuter, which is sehr good for the liver. Yeah, Ja. Bhumamlaki is the name of eine Kräuter. Amliki, Bhumamlaki. Bhumamliki Ja. und Amrita sind Bhumamlaki. Bhumamliki. So Bhumamlaki ist eine Kräuter, und dann andere Kräuter, was ist auch gut, das ist Rohitaka. So ich spreche ein bisschen in Deutsch. So Bhumamlaki und diese Rohitaka und diese Phaltrikadi-Quate. Phaltrikadi-Quate ist eine Decoction mit Triphala. Okay, so Triphala Decoction. Triphala Decoction und diese Rohitaka und diese Bhumamlaki. So these are the dry Kräuter, ja, was ist sehr gut für die Leberreinigung. So das wir können nehmen. We can take them to clean our liver. So when it is clean, then ultimately it is going to help our thyroid. Genau, und dann diese drei Kräuter in Verbindung miteinander haben eine abführende, eine reinigende Wirkung. Und wenn wir eben die Leber gereinigt haben, dann reinigen wir unser System und damit auch die Schilddrüse. Yeah, and then there are some other herbs which are very good for the health of thyroid, which we can use because they help the pitta balanceeren. These are like the Bhringaraja. So Bhringaraj is also very good herb for the Bhringaraj is another Kreuter which doesn't work here. Actually, Bhringaraja is for here. And another one which is also very good when someone has this knoten here, that is Kanchanar. So Kanchanar is also very good together with Gugulu. So Bhringaraja und der Kanchanara und der Gungulu. Diese sind die drei Kräuter. Diese sind auch sehr gut für die Health oder Gesundheit of the thyroid. Und was auch noch sehr gut ist, sind Kräuter, die eben das Pitta ins Gleichgewicht bringen. Also Kanchanar, Gugul und Bhringaraja. Bhringaraja. Yes, and also certain vegetables, Gemüse, like the green leafy vegetables, which has more, you can say, selenium, because selenium and iodine, yeah. So selenium, iodine, and zinc, these are also good for the health of the thyroid. So which has these? Mostly the green leafy vegetables. So all the green leafy vegetables, whatever we have, they have certain amount of this one selenium or this one zinc, yeah, which really helps the this one iodine. So because thyroid always needs iodine.
Nicht so viele, aber in a real amount. Und was wir besonders brauchen an Nährstoffen sind Selen, Jod und Zink für die Schilddrüse. Und diese sind meistens in Blattgemüse, in grünem Blattgemüse vorhanden. Yeah. So, for example, these green algae, they are also very healthy for our thyroid health. So, these green algae, these are the spirulina and this chlorella, yeah, or the spirogara, which you can get from the sea. They are also very good for the health of, because they have a lot of selenium, zinc, and also iodine, which is really healthy for our thyroid health. Ja, und vor allem grüne Algen, also Seegemüse sind wichtig. Und zwar Chlorella und Spirulina sind die bekanntesten. Diese enthalten neben Jod, wie gesagt, auch schon Zink und Selen. Yeah, and also what is also good for our thyroid health is to, like for example, because sometimes what happens, our thyroid is here, yeah, and so many times we do not give enough attention to this, yeah. So it is good if a person, when we are making our self massage on our Genieße, our face massage, during that time also giving a light massage here with the oil, so that can also increase the circulation in this region, you know. So when we are giving the light touch to our neck, especially this region, because the thyroid is here. So giving the regularly whenever you are making your self massage. So during the self massage, also giving stimulation to our thyroid. It doesn't take more time, just between 1 to 2 minutes, maximum 3 minutes it will take. And as a regular practice, that really helps the thyroid to get good circulation, good Kreislauf, and also getting the enough nutrition. Ja, und wenn du bereits schon die Ayurveda-Selbstmassage im Gesicht praktizierst, dann kannst du gerne auch der Schilddrüse ein bisschen Zeit zuordnen, indem du dich hier eben auch massierst, streichelst, vielleicht 1 bis 3 Minuten lang. And anything which is like a more like a, you can say sharp, because sharp acid is auch nicht gut for the pitta balancieren. So for example, a lot of chili, or you can say a lot of which are really sharp, you know, sharp acid, which has a lot of mixtures together. They are also not good for the health of the you can say pitta balancing, and which is not good for the pitta balancing. Ultimately, that is also not going to help our thyroid health. Und was nicht so gut ist für Pitta-Balance, was eben das Pitta steigern kann, sind sehr scharfe Gewürze, scharfes Essen, Chili zum Beispiel. Und durch das erhöhte Pitta kann das auch eine Wirkung auf die Schilddrüse haben. Yeah, so fresh, diese Gemüsesaft, das ist gut. For example, which is coming from the Erde. Example is this rote beete. So one which can be very good, which can be taken in the form of the salad also, because whichever most of things which are coming from the Erde, from the underneath of the soil, they have naturally these minerals comes from the soil, yeah. So they have selenium, they have iodine, they have sodium. Normally this needs more sodium, iodine. So like a fresh red beet. Yeah, and also these I would say this one radish, both the longer or the kleiner radish, or these moran, carotene. They are also good for the health of this, because they have enough minerals, or the selenium and this one especially iodine or the sodium, which is good for the health of the thyroid. Ja, und was auch noch gut ist, sind Gemüsesäfte oder auch Wurzelgemüse in Form von roter Beete zum Beispiel, Karotten, Rettich oder Kohl, gerne auch im Salat. Und diese enthalten auch neben Zink und Selen auch Natrium, das ebenfalls wichtig ist für die Schilddrüse. Yeah, and what kind of pranayama? Because as we do the regular practices, so especially the practices which are like when we are doing this anuloma viloma and bhastrika pranayama. Yeah, so anuloma viloma and bhastrika pranayama, they are also very good for the health of our thyroid. So regularly, whenever you do in the morning time, it's good to do it as a practice. Ja, und wenn es eben ums Pranayama geht, die yogischen Atemübungen, dann ist vor allem Anuloma Viloma, die Wechselatmung, sehr wichtig. Und Bhastrika, also wenn du schon eine Routine hast,
für den Morgen, dann ist das gut, wenn du diese beiden Praktiken integrierst. Yeah, and also for example, when you are doing your meditation practices, so sometimes it's better because this our thyroid is near where we have our Vishuddhi chakra. Yeah, so thyroid health, if somebody's thyroid is weak or not working properly, that also affects our creativity because this thyroid is where we have this Vishuddhi chakra. Vishuddhi chakra is mainly for our creativity, our initiation, new things. It means when a person has this problem with thyroid, the creativity will be less. The person will feel moody. They will feel not like no energy to do something new. So it is always good, like when you are doing on the mental level, yeah. So this I'm talking on the mental level, like when you are doing your meditation practices, also give your attention to your Vishuddhi chakra. So any kind of mantras which are affecting on your Vishuddhi chakra, you should recite them. You can recite them loud or also inside. That will also really help because when the Vishuddhi chakra in a good health, that will also affect our Schilddrüse or the thyroid health. Und womit die Schilddrüse eben auch auf geistiger oder energetischer Ebene zusammenhängt, ist natürlich das Vishuddha-Chakra. Das Vishuddha-Chakra ist auch verantwortlich für Kreativität. Das heißt, Menschen, die Probleme mit der Schilddrüse haben, haben vielleicht auch Probleme, quasi die Muse zu finden oder auch aus sich rauszukommen, etwas Neues auszuprobieren. Sie fühlen sich oft träge, oft massig. Und eine der Lösungen ist es auch in der Meditation gezielt, das Vishuddha-Chakra zu fixieren, es zu stärken und somit auch Schilddrüsenerkrankungen zu behandeln. So if we conclude this all, then we can say that we have to first understand the combination, what is or a kind of relation like a Schilddrüse or liver. If somebody has, first thing will be to clean our liver and the kräuter which are good for our liver, and what kind of food which are good really for the health of this, and what kind of meditation practices we can do for the health of our Schilddrüse, and special kräuter which are especially made for our thyroid. So these are the 4 aspects in which we should think or we should work on for our health of our thyroid. Ja, und es gibt eben diese 4 Wege vorzugehen, also zunächst mal die Leber zu reinigen, diese Verbindung auch zu stärken zwischen Leber und Schilddrüse und natürlich auch Kräuter zu sich zu nehmen, die einerseits die Leber reinigen, aber auch die Schilddrüse stärken und natürlich auch über Ernährung, also die richtigen Gemüsesorten, die richtigen Nährstoffe zuführen und als letztes noch die Pranayama-Praxis und die Meditationspraxis, die dazu passt. Yeah, and also regelmäßig bisschen massieren hier, ja. So das ist auch sehr gut. Regelmäßig selber massieren, wenn du magst selber Geschichte, dann diese Schilddrüse massieren auch. Ja, und was noch wichtig ist, ist es bei der Selbstmassagepraxis die Schilddrüse mit einzubeziehen. Okay, so das ist alles mit thyroid health with Ayurveda. If you have any questions, then we can take question now. Ja, und das war jetzt der Vortrag zum Thema Ayurveda und Schilddrüse. Wenn ihr noch Fragen habt, dann könnt ihr sie gerne stellen. Okay, gut. Dann danke für deine Zeit and to watch us online, and then see you next time with another topic. Since then, namaste. Ja, und danke für deine Zeit, danke, dass du dabei warst und wir sehen uns nächstes Mal wieder für ein neues Thema. Namaste.